It's locked, all right. Strickland, aha. Dr. Reed, hier ist unsere Butze. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Das große Büro hier. Artikel über Icon. Es ist eine seltene Gelegenheit und beinahe ein Privileg, sich einem Vampir zu nähern. Ihre faszinierenden physischen und psychologischen Merkmale mit wissenschaftlichem und rationalen Auge zu betrachten. Die sind ein paar der interessantesten Fähigkeiten, die ich persönlich beobachtet habe, während ich über die letzten 10 Jahre Vampire oder Icons, wie sie sich selbst nennen, befragt habe. Übernatürliche Geschwindigkeit, aber ein Vampir kann sich in jeder Lage wie ein Sterblicher verhalten und bewegen, aber ein geübter Blick erkennt, dass sie besonders scharfsinnig sind und schneller als jeder Sterbliche reagieren können. In einigen seltenen Situationen, Furcht, Überraschung, Fluchtbedürfnis, sah ich, wie ein Vampir sich so schnell bewegte, als würde er einfach verschwinden und woanders wieder auftauchen. Das menschliche Auge kann ihren Bewegungen nicht folgen, wenn sie so schnell sind, doch zaubern sie nicht und lösen sich auch nicht auf. Es ist nur ihre übernatürliche Geschwindigkeit. Für mich ist dies eine katzenartige Eigenschaft. Sie können so schneller und weiter als wir rennen, springen und ausweichen. Ich habe weiterhin bemerkt, dass sie diese Geschwindigkeit erschöpft und dass sie an physikalischen Grenzen gebunden sind. Mesmerismus, eine der mächtigsten Fähigkeiten der Vampire, ist es, Sterbliche dazu zu zwingen, ihnen zu gehorchen. Ich nenne dies Mesmerismus. Es hat aber nichts mit den Fähigkeiten der Sterblichen zu tun, ein Subjekt in einen anderen mentalen Zustand zu versetzen. Ein Vampir kann den Willen eines Sterblichen beliebig beugen oder sogar brechen. Ein Vampir, den ich befragte, sagte mir, dass je mehr sich ein Subjekt wehre, desto dauerhafter wäre der Schaden. Ein Vampir wortwörtlich die Psyche eines Opfers zergliedern kann. Derselbe Vampir erklärte mir, es brauche Zeit, diese Fähigkeit zu meistern. Je nach Subjekt könne das Ergebnis außerdem stark variieren, eine falsche Erinnerung einpflanzen, eine schmerzhafte löschen. Die Möglichkeiten seien unbegrenzt und beängstigend. Gespür für Blut. Dies ist wohl die schädlichste aller Eigenschaften, da aus ihr so viele Tragödien für die Vampire und für uns entstanden sind. Vampire gieren nach Blut, sie müssen sich mit ihren Willen selbst unterdrücken, um nicht fieberhaft jedem Tropfen Blut nachzujagen, dem sie gewahr werden. Es erhält sie aufrecht, nur durch Blut können sie ihre übernatürlichen Fähigkeiten voll ausschöpfen, obwohl er nicht durch Unterernährung oder Durst sterben kann ein ausgehungerter Vampir sehr schwach sein. Dieser Trieb, dieses Verlangen nach Blut erklärt ebenfalls, warum es Vampire derart in Erregung versetzt. Jetzt passiert schon wieder. Warum? Das ist ganz strange. Mal zwischendurch mal das Menü aufgeht. Strange. Erregung versetzt. Ein Vampir gestand mir, der Geruch und die Anziehungskraft von Blut seien so stark, dass es ihn manchmal blind mache. Wenn er sich konzentriert, kann ein Vampir das Blut um sich herum fast sehen. In warmen Körpern, durch Wände hindurch, an vermeintlich sauberen Waffen etc. Derselbe Vampir verriet mir, dass er sehe, ob Sterbliche gesundes Blut haben oder krank seien. Dass er in seiner Umgebung in manchen Fällen Krankheiten, infizierte Kleidung und blutige Gegenstände erkennen könnte. Sollte dies wahr sein, würde diese Eigenschaft in der Medizin unzählige Anwendungen finden. Es wäre kaum zu glauben. Deswegen sind wir wahrscheinlich auch von dem guten Doktor hier an Bord geholt worden. Wir haben ein paar Fähigkeiten, die wir nutzen können. Hier können wir analysieren jetzt. Ach, er hat Analyse. Kriegen wir einfach nochmal andere Tränke hier. Also andere Behandlungen. Behandlung gegen Erkältung, Behandlung gegen Bronchitis und Lungenentzündung. Ja, moin.
sind halt wirklich ein Arzt hier, ne? Wir werden auch keine Medizin machen, weil wir noch keinen Stuff haben. Upro von William Bishop. Sera bekommen. Leiste Regenerationsserum. Regeneriert 300 Lebenspunkte sofort und anschließend 150 Lebenspunkte innerhalb von 15 Sekunden. Können wir natürlich auch nicht machen. Da brauchen wir auch Stuff. Kann ich das upgraden? Nein. Nee, können wir nicht. Oder zerlegen hier. Ich glaube, jetzt den Alkohol würde ich zerlegen. Und die Fläschchen. Nur halt Glasviolen. Craften halt. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. The flower's dying. It needs water. Wasser holen? Nein. Wir müssen uns also jetzt ausruhen, ja? Wo ich einfach sage, nö. Wir ruhen uns da nicht aus. Guck mal auf die Uhr. Wir haben noch. Die Nacht ist noch jung, also wird gleich Tag, aber. Krankenhaus dürfte das auch eigentlich gar nicht stören, oder? Es gibt hier zwar Fenster. Hier kommen wir gar nicht hoch. Ah, das ist Thomas Elwood. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Wir lieben London. Wie gefällt es Ihnen bei uns? How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Was kann ich etwas tun? Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Wer behandelt Sie? Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Gut für Ihre Verletzung. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Wozu die Lüge? Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Chirurgie könnte Ihnen helfen. Schönheit ist nicht alles. Sie können sich nicht ewig verstecken.
Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. Ein Hinweis fehlgeschlagen. Damn, das geht auch. Was ist wirklich passiert? Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Man kann die Hinweise auch verkacken. Über Miss Hawcroft's Krankheit. How close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all, while I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Sie lassen sich von ihr beißen. Sie ist physisch gestört. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Sie ist physisch krank. You do realize gestört. she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Haben Sie lange gedient? Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Goodbye for now, Mr. Elwood. Damn. The pain. Ach, da ist der Priester. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Sie leben in London. Sie waren in William Bischofs Versteck. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Warum hat er sie entführt? Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Ein Held oder ein Narr? You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Über Tom Watts. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. 2 Uhr? People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare.
No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Option? Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Lager an der East End Docks. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers Trade Union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Wer führt die Gang jetzt an? Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Clay Cox. Den Clay Cox haben wir aber gefunden. Hat die Gang sie bedroht? Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Was machen sie beruflich? What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks, and I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Der Priester. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Jetzt gegen William Bishop einsetzen? Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Ja, wenn der wüsste. Wie fühlen Sie sich? How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. William hat von ihm getrunken, das heißt, wird er nicht dann eher auch zum Vampir? Schon Freunde gefunden. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Die hat immer Erfahrungspunkte, das ist schon mal ganz gut, dass wir mit denen reden eigentlich. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. Wir leben in London. Wie ist die Lage hier? How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Reißen sich zusammen. Die spanische Grippe wird nicht ewig andauern. Ja, hier. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? Reißen sich zusammen. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Wie lange sind Sie bereits Krankenschwester? How long have you been a nurse? Or long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Wir werden überrascht. Sie haben recht. Mir gefällt Ihre Einstellung nicht. Ich bin überrascht. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor.
I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Kriegen wir das Personal zurecht? How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Warum hat Milton so schlechte Laune? Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Wieso gerade etwas gegen Ärzte? Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Die Beziehung zu Milton Hooks. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins, but are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke, but we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Er hat's recht. Es benötigt. Okay. Goodbye, Nurse Hawkins. Will this shift never end? Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Sie fragen. Erzählen Sie mir von Thomas Elwood. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Ich glaube nicht, dass sie Vampirin ist, weil sie, naja, darauf reagiert, dass wir die überzeugen, dass sie uns das sagt. Wollen Sie ihn zu einem Vampir machen? Führen Sie eine Beziehung? Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Und Sie ihn zu einem Vampir machen? Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Wenigstens wird die das nicht weitergeben, wenn sie Vampirin ist. Aber wie gesagt, sie ist keine. Wir haben sie gerade gezwungen dazu, dass uns diese Wahrheit sagt. Deswegen, ja. Kann sie halt keine sein. Vampire können das gegen Vampire nicht machen, eigentlich. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Wir noch mit Milton draußen sprechen. Wenn wir warten, bis wir einen Hinweis kriegen, dann können wir wieder eine weitere Option mit Leuten reden. It's safer here than anywhere else in the East End. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Fragen. Hier geht hier nichts. Echt, wir können hier was machen. Eben in London, nach hier. Ihr zweifelhafter Ruf. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Ja, deswegen ist sie halt so. Alles klar.
Goodbye, Milton. Deswegen ist er also so, wie er ist. It's safer here than anywhere else in the East End. Verständlich jetzt irgendwie. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Ich bin verwirrt, da ist es nie ausgeblendet hier. Das ist nicht ausgegraut. Hier, da gibt es was Neues, aber da gibt es nichts Neues. Goodbye, Nurse Hawkins. Komm, wir gehen mal knapp. Ich bin schon die ganze Zeit rumgelabert im Krankenhaus, ey. Aber die müssen wir halt alle fixen. Dann erstmal knacki. Mal aufstufen. Großer Durst. Erhöht eine Blutaufnahme, wenn ein Biss im Kampf verwendet wird. Oder Schaden. Das ist ja auch alles upgraden, ne? Ja, das. So. Aber schnelle Regenerierung draufziehen vielleicht. Haben wir das hier? Du hast Wissenschaft. Du kannst jetzt 3 Serie mit dir tragen. Erhöht die Anzahl der Kugeln, die du tragen kannst. Praktisch Sprung. Du führst eine übertürliche Bewegung in Richtung eines Ziels aus und verursachst Schaden bei der Landung. Schattenschleier, umschaltbar. Du verbrauchst Ausdauer, um den Schatten zu verschwinden. Um für die meisten Feinde unsichtbar zu werden. Dich in diesem Zustand zu bewegen, verbraucht mehr Ausdauer. Verlässt die Schatten, sobald du angreifst oder ausweichst. Oder wenn du keine Ausdauer mehr hast. Clown könnten wir upgraden, aber haben wir kein Dings für. Mit deiner Gesundheit. Erhöhen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Vermögen. Fester Biss. Kapazität. Not. Haben wir noch 500 über. Das heißt, wir können da noch ein bisschen mehr machen. Kapazität würde ich sagen, oder? Ja, Blut ist auch gut. Jetzt sind wir, das haben wir ausgeskillt erstmal. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Come on, I don't have all night. Dr. Swansees Nachricht. Verehrter Jonathan, Schwester Dorothy hat auf meine Weisung hin ein Büro für Sie im ersten Stock eingerichtet. Bitte entschuldigen Sie die dürftige Ausstattung, doch das Pembroke Hospital ist keineswegs das Ritz. Es tut mir auch leid, dass Sie das Büro alleine suchen müssen. Ich muss noch etwas schlafen, bevor ich weiterarbeite. Ich bin eben nur ein Sterblicher. Ich habe zusätzlich verordnet, man solle Sie etwas ausruhen lassen und niemals Ihren Raum betreten. Sie können ohne Störungen tagsüber schlafen und ohne Verdacht zu erwecken nachts arbeiten. Ich fürchte, hier ist alles etwas unordentlich, aber wenigstens können Sie hier Ihre Experimente selbstständig durchführen. Ihnen wird das offene Fenster mit dem Gerüst davor auffallen. Es ermöglicht Ihnen jederzeit im Unbemerkt im Krankenhaus ein- und auszugehen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie fürchterlich neu und verstörend all das für Sie sein muss. Glauben Sie mir, ich habe genug über Ihre Spezies geforscht, um zu verstehen, was Sie nun durchmachen und fühlen müssen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Sie bei dieser Prüfung zu unterstützen. Seien Sie versichert, dass Sie mit allem dem nicht alleine dastehen. Come on, I don't have all
Ich bin froh, Sie in dieser finsteren Zeit getroffen zu haben. Unsere zukünftige Zusammenarbeit wird sicherlich bedeutende Früchte tragen. Willkommen in Pembroke, geschätzter Kollege, wir sollten uns bald unterhalten. Freundlichen Grüßen, Edgar Griffith von SEA. Yes, ich habe Ihnen einige Notizen über meine Entdeckungen über Econ dargelassen. Sie können sie lesen, wenn Sie eine Orientierungshilfe brauchen. Verwenden Sie dieses Wissen aber nicht, um mich zu übervorteilen. Was ist denn los? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Sie haben hier nichts zu suchen, überhaupt keine Antiseptika. Sorry, there's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Alles klar, jetzt nochmal zur Dings hier. Nachtschicht, Hauptquest. Unterstütze das Pembroke Hospital im Umgang mit der Epidemie. Die alte Leichenhalle. Ja, William Bischofs Blut analysiert, aber das Ergebnis ist nur teilweise verwertbar. Das Blut der war wesentlich instabiler als das eines Menschen und stark mutiert. Aber es ist nicht das, was mir widerfahren ist. Ich muss weitersuchen. Ich muss mehr Beweise über das sammeln, was hier vor sich geht. Zeit mag auf meiner Seite sein. Auf Londons Seite ist sie ganz sicher nicht. Die Epidemie rafft tausende Menschen dahin. Die ganze Stadt steht am Rande des Zusammenbruchs. Ich glaube langsam, all das hängt irgendwie zusammen, aber bis jetzt erkenne ich weder ein Muster, noch habe ich eine plausible Erklärung. Vorher muss ich den Arzt geben und jenen, die meine Hilfe bedürfen, bestmöglich helfen, während ich weitersuche. Arzt geben, er ist doch Arzt. Also nur weil er Vampir ist, bleibt er immer noch Arzt. Oder nicht? Ist halt ein Vampirarzt. Echt mal jetzt. Not now. Ey, da kommen wir immer noch nicht rein, alles klar. Geht zur Leichenhalle.